Guten Tag, meine Damen und Herren, hier geht es um Autismus und heute um das Thema Autismus und Filme schauen. Warum verstehen einige Menschen im Autismus-Spektrum Spielfilme nicht, Serien oder Kinofilme? Nun, an ihrer eingeschränkten Intelligenz liegt das wahrscheinlich nicht, aber möglicherweise an ihren Schwierigkeiten mit der sogenannten zentralen Kohärenz. Das große Ganze erkennen. Woher soll man wissen, ob die Kaffeetasse auf dem Küchentisch im Film wichtig ist oder etwas anderes in dieser Szene? Die meisten neurotypischen Menschen wissen das. Menschen im Autismus-Spektrum verlieren sich in ihrer Wahrnehmung oftmals in Details, die für den Handlungsstrang nicht relevant sind. Und dann wissen sie eventuell nicht, wer der Mörder in diesem Tatort war. Die Fähigkeit also, auf das große Ganze zu schauen und die Nebensächlichkeiten auszublenden, das gehört in das Konzept der starken zentralen Kohärenz. Und Menschen im Autismus-Spektrum haben eher eine schwache zentrale Kohärenz. Dafür können sie möglicherweise besser die Fehler in den Filmen finden. Immer wenn ein neuer Kinofilm erscheint, gibt es Webseiten mit den Fehlern im Film. Ehrlich gesagt habe ich noch nie einen Fehler im Film gefunden. Ich schaue mir manchmal die Webseiten an und dann schaue ich mir die Filmszene nochmal an und denke, Donnerwetter, tatsächlich. Im ersten Moment trägt der Protagonist eine Uhr und im zweiten nicht mehr. Aber das wäre mir sonst nie aufgefallen. Ich habe in dem Film über die zentrale Kohärenz schon erklärt, dass es gar nicht um die Beschreibung von gut oder schlecht geht. Eine schwache zentrale Kohärenz kann es möglich machen, Details wahrzunehmen, die möglicherweise auch der Lösung eines Kriminalfalls dienlich sein können. Sherlock Holmes macht uns das vor oder Monk oftmals auch. Die meisten Filme sind aber nicht so aufgebaut, dass es versteckte Details gibt und dann wird es für Menschen im Autismus-Spektrum schwierig. Das Kino ist oftmals noch einmal eine andere schwierige Situation, weil es sehr wahrnehmungsintensiv, sehr reizintensiv sein kann, aber vielleicht reden wir darüber ein anderes Mal. Es gibt aber natürlich auch Menschen im Autismus-Spektrum, die keine Schwierigkeiten haben, einen Film zu verstehen, denn sie wissen ja, nichts ist unmöglich. Autismus